Ein wichtiger Baustein für die Persistierung von Entities fehlt noch, und das ist die Frage, wie wir Beziehungen zwischen Entities in Spring Data JPA abbilden. Und das kommt jetzt. Wir nehmen als Beispiel eine Erweiterung von unserem Campus Management System, und zwar nehmen wir einfach mal an, dass wir zusätzlich zu der Funktionalität, die wir uns schon angeschaut haben, eine Vermittlung von Praktika oder auf Englisch Internships in unserer Anwendung unterbringen möchten. Deswegen gibt es die Klasse Internship, die hat ein Start-Date und ein End-Date. Die Klasse Internship, die bezieht sich immer auf eine Company. Jede Company kann beliebig viele Internships anbieten und eine Internship wird von höchstens einem Student eingenommen. Dann kann man davon ausgehen, dass eine Company eine Menge von Departments hat, eine Menge von Abteilungen. Also wenn wir auf größere Firmen zielen, dann haben die wahrscheinlich mehrere Standorte oder mehrere verschiedene Abteilungen, die vielleicht an verschiedenen Orten untergebracht sind. Deswegen kann so ein Department immer noch eine Adresse haben, eine eigenständige Adresse. Und diese Internship, die ist dann unter Umständen einem solchen Department zugeordnet. Und dann gibt es schließlich noch eine Beziehung zwischen Company und Student, die den Namen Follows trägt. Wir gehen also davon aus, dass Studierende sich in dieser Anwendung quasi registrieren können als Interessenten von bestimmten Firmen und dann diesen Firmen folgen, genau wie man das eben in den sozialen Medien kann. Die Beziehungsrichtungen sind gemäß der Regel vom Speziellen zum Allgemeinen gesetzt. Deswegen zeigt die Internship auf den Studenten, damit ich das quasi dem Kontext des Studenten hinzufügen kann, ohne den Studenten selber als Klasse verändern zu müssen. Genauso zeigt die Internship auf die Company, weil ich davon ausgehe, dass ich vielleicht eine Company noch in anderen Kontexten verwenden kann. Die Company hat eine Liste der Follower, also der Studierenden, die ihr folgen. Und eine Company hat eine Liste von Departments, die zu ihr gehören, und dieses Department wiederum hat eine Adresse. Wenn wir uns jetzt diese Beziehungen mal etwas genauer anschauen, dann sieht man, dass ich die natürlich nicht umsonst so modelliert habe. Ich wollte nämlich alle 4 möglichen Fälle, die es gibt, hier einmal unterbringen. Was meine ich mit den möglichen Fällen? Damit meine ich die 4 möglichen Kombinationen von Multiplizitäten, die wir haben können. Wir haben einerseits zwischen Internship und Student eine 1:1 Beziehung. Also genau genommen ist es eine 0:1 bis 0:1 Beziehung, aber man spricht dann eben allgemein von einer 1:1 Beziehung. Also zu einem Internship gehört ein Student und ich gehe davon aus, dass ein Student auch nur eine Internship, ein Praktikum übernimmt. Dann habe ich zwischen Internship und Company eine N:1 Beziehung. Also es können N Internships zu einer Company gehören. Und die Beziehungsrichtung ist eben von Internship zu Company, also N:1. Die Beziehung Company zu Department ist gerade andersrum. Das ist eine 1:N Beziehung. Hier gehe ich davon aus, dass eben die Beziehungsrichtung von der Company auf das Department weist und ich daher eine 1:N Beziehung habe. Und dann haben wir schließlich noch eine N:M Beziehung zwischen Company und Student. Also jede Company kann beliebig viele Students haben, die ihr folgen, und ein Student kann auch beliebig vielen Companies folgen. Wie bilde ich jetzt diese Beziehungen ab? Das ist im Prinzip eigentlich total simpel. Ich habe für jede dieser Möglichkeiten genau einen Tag in Spring Data JPA und das annotiere ich einfach an das entsprechende Attribut oder Listenattribut, was die Referenz auf die andere Klasse darstellt. Wir schauen uns das gleich mal im Code an. Beginnen wir mal bei der Internship, bei der 1:1 Beziehung zwischen Internship und Student. Da sieht man, dass ich einfach ein Attribut vom Typ Student deklariert habe und darüber habe ich annotiert One-to-One. Mehr muss man tatsächlich nicht tun.
Direkt darunter sieht man die Many-to-One-Beziehung. Da habe ich auch ein skalares Attribut, also nur eine Instanz sozusagen, eine Company. Denn ich zeige ja von vielen Internships her auf immer nur eine Company. Many-to-One. Und direkt darunter sehe ich nochmal Many-to-One und das ist die Beziehung zwischen dem Internship und dem Department. Diese Beziehung hatte ich eben nicht mitgelabelt, aber die N-zu-1-Beziehung ist in der Tat zweimal da, nämlich gerade wie gesehen auch zwischen Internship und Department. Damit haben wir zwei der Beziehungstypen abgehandelt. Jetzt schauen wir uns mal Company an. Da finden wir nämlich die anderen beiden. Man sieht auf der einen Seite eine Many-to-Many-Beziehung zwischen Company und Student und dann eine One-to-Many-Beziehung zwischen Company und Department. Und auch hier sieht man, beide sind eigentlich ganz ähnlich implementiert. Statt eines skalaren Typs, also einer einfachen Instanz, habe ich jetzt hier einen Collection-Typ. Ich habe in diesem Fall eine Liste genommen in beiden Fällen, also Private Final List, Student Followers gleich New ArrayList und dann ganz analog das gleiche für Department. Bei der One-to-Many-Beziehung zum Department sieht man noch eine besondere Angabe, nämlich Cascade gleich Cascade Type Remove. Damit kann ich, das habe ich mal beispielhaft hier reingebaut, eine Löschsemantik deklarieren. Das bedeutet, dass wenn ich die Company lösche, dann lösche ich gleichzeitig auch das dazugehörige Department oder vielmehr die Liste aller dazugehörigen Departments. Wenn ich mir das in unserem Datenmodell anschaue, ist es auch sinnvoll, das genauso zu machen, denn ich habe zwischen Company und Department eine Kompositionsbeziehung. Die zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass ich ein kaskadierendes Löschen habe. Wenn ich die Company lösche, muss ich auch alle Departments löschen. Worauf man allerdings aufpassen muss, ist, ich kann zwar mit diesem Cascade in dem Code dafür sorgen, dass, wenn ich die Company lösche, auch die Departments gelöscht werden. Aber wenn ich noch offene Referenzen habe von der Internship zum Department, dann würde ich, wenn ich da versuche zu löschen, eine Constraint Violation bekommen, also eine Exception in meinem Code. Diese Beziehung zwischen Internship und Department, sollte sie bestehen, die muss ich vorher manuell zurücksetzen. Schauen wir uns mal die Sample-Daten an, die es dazu gibt. Das ist jetzt ein etwas längliches File und ein bisschen unübersichtlich auf den ersten Blick, aber ich gehe mal kurz durch, was man hier sieht. Ich habe hier zwei Firmen angelegt, nämlich die 404 Soft GmbH und die Software Champs AG. Und ich habe das in dem Stil gemacht, wie ich das für meine ganze Codebasis gemacht habe. Also ich habe alle Daten immer als Static Final String oder Static Final sonstigen Typ deklariert, damit ich die in Unit-Tests benutzen kann. Das macht jetzt den Code dann doch ein bisschen länglich. Nichtsdestotrotz ist das, was dahinter steht, nicht besonders kompliziert. Ich gehe davon aus, dass es für jede dieser beiden Firmen jeweils 3 Departments gibt und der Rest dieser Sample-Daten ist einfach das Anlegen meiner Companies und der Departments. Das ist jetzt nicht weiter spannend. Schauen wir mal auf die Internships. Hier gehe ich davon aus, dass jede unserer 3 Studierenden, nämlich Amelie, Georg und Mehmet, jeweils eine Internship haben. Jetzt schaue ich mir mal an, wie das Ganze in meiner Datenbank aussieht. Ich schaue mir mal zunächst die 1:1 Beziehung zwischen Internship und Student an. Und da sieht man, dass ich hier eine Column Student ID habe. Und wenn ich da mal drauf gucke, dann erkenne ich hier die ID, die mit der 92 endet. Vergleiche das mal mit dem Student und dann habe ich hier bei der 92 die Amelie. Dann schaue ich mir mal die beiden N:1 Beziehungen an, die von der Internship ausgehen, nämlich einmal zur Company und einmal zum Department. Da sehe ich, dass ich eigentlich analog wie bei der Student ID eine Company ID finde und eine Department ID. Das könnte ich jetzt prüfen und ich würde dann die entsprechend korrekte ID der 404 Soft bzw. der Software Champs finden und bei den Departments analog. Also man sieht, eine 1:1 Beziehung und eine N:1 Beziehung wird
wenig überraschend in der gleichen Weise abgebildet, indem ich nämlich einfach eine Foreign Key Spalte in meine Entity-Tabelle hinzufüge. Dann schaue ich mir die N-zu-M-Beziehung zwischen Company und Student an. Und Sie wissen ja aus der Vorlesung Datenbanken, dass man N-zu-M-Beziehungen in relationalen durch eine Zwischentabelle abbildet. Also müssten wir nach einer Zwischentabelle für Company und Student suchen. Und in der Tat finden wir die auch. Die heißt nicht Company Students, sondern Company Followers. Warum ist das so? Wir können in Spring Data JPA die Annotationen noch erweitern, darum, dass wir die Columns und die Zwischentabellen und dergleichen mehr benennen. Das habe ich hier nicht gemacht. Im Zweifel schaut Spring immer danach, wie die entsprechenden Attribute heißen. Und wenn wir in unseren Code gucken, dann haben wir unsere Liste von Students hier Followers genannt, damit eben diese Beziehung entsprechend auch im Code benannt ist, haben wir sie nicht Students genannt, sondern Followers. Und daraus macht dann Spring eben auch die Zwischentabelle Company_Followers. Und wenn wir hier mal schauen, was da drin ist, dann sieht man insgesamt 4 Einträge. Und dann haben wir schließlich noch die 1:n-Beziehung zwischen Company und Department. Und wenn wir da auf die Datenbank schauen, dann sehen wir auch wieder ein ganz ähnliches Bild wie bei der N-zu-M-Beziehung. Hier haben wir eine Tabelle Company Departments und die hat 6 Einträge, nämlich 2 Companies und 3 Departments jeweils. Das heißt also insgesamt 6 Stück. Also auch das wird durch eine Zwischentabelle abgebildet, was, wenn man sich mit Datenbanken auseinandergesetzt hat, jetzt auch keine Überraschung darstellt. Also ziemlich straightforward bis jetzt, aber es bleibt noch eine Frage offen. Wir haben ja gesagt, dass wir möglichst nur unidirektionale Beziehungen benutzen möchten, keine bidirektionalen Beziehungen. Der Grund, um das nochmal kurz zu wiederholen, die Beziehung zwischen Internship und Student ist eine unidirektionale Beziehung, die von Internship auf Student zeigt, weil ich davon ausgehe, dass Internship das speziellere Konstrukt ist und ich nicht möchte, dass die Klasse Student immer weiter wächst und wächst und wächst mit lauter Referenzen auf irgendwelche zusätzlichen Aspekte. Dann kriegen wir da nämlich eine Verletzung von Separation of Concerns. Die Klasse Student sollte sich nur auf das essentiell Studentische konzentrieren und die ganzen Zusatzaspekte sollten möglichst nicht erfordern, dass ich dann nochmal den Student anfassen muss. Das ist also der Grund, um es nochmal wiederholt zu haben, dass ich das Internship auf den Student zeigen lasse. Aber was ist denn jetzt, wenn ich in der Gegenrichtung navigieren will, wenn ich vom Student zur Internship will? Also ich möchte mal rauskriegen, ob zum Beispiel die Amelie einen Praktikumsplatz hat. Wie mache ich das? Das mache ich dadurch, dass ich im Repository von Internship eine spezielle Methode bereitstelle. Und die heißt jetzt in diesem Fall Find Internships by Student. Das zeige ich Ihnen auch mal im Code. Wir gehen mal in das Internship Repository. Diese Methode Find Internship by Student habe ich schon angelegt und das Bestechende an Spring Data JPA ist, dass ich einfach nur diese Methode deklarieren muss und dann kann ich entsprechend quasi die Query in den Namen dieser Methode reinkodieren. Ich zeige Ihnen nochmal, in welcher Weise auch IntelliJ einen dabei unterstützt, wenn ich jetzt eine ähnliche Finder-Methode implementieren will, die zum Beispiel alle Internships mir sucht, die zu einer Company gehören. Sie sehen also, dass mir IntelliJ hier immer quasi die Auswahl gibt, was als nächstes als Query-Element hier auftauchen könnte. Das könnte jetzt zum Beispiel die Company sein. Und jetzt könnte ich hier auch noch nach weiteren Elementen die Query ausbauen, also zum Beispiel nach Company und irgendwas anderem noch suchen. Das tue ich jetzt nicht, sondern ich sage jetzt hier Company. Und damit hätte ich die andere Query-Methode eben auch implementiert. Sehr, sehr komfortabel. Wir haben noch ein analoges Problem hier oben bei Company und Student. Da funktioniert es ganz genauso.
Da habe ich ja noch den besonderen Fall, dass ich eine N-zu-M-Beziehung habe. Deswegen heißt die Methode hier ein kleines bisschen anders. Auch das schauen wir uns mal im Code an. Da heißt die Methode Find Companies by Followers Containing. Das ist jetzt ganz besonders raffiniert. Damit kann ich quasi einen Student übergeben und suche mir alle Companies, bei denen dieser Student in der Liste der Followers auftaucht. Also Sie sehen, Sie haben eine sehr große Flexibilität darin, wie Sie solche Finder-Methoden benennen können und damit quasi implizit Queries definieren können. Damit haben wir alle Möglichkeiten abgedeckt, wie man Beziehungen zwischen Entities in Spring Data JPA formulieren kann. Es ist eigentlich ganz einfach. Sie müssen nur für die Beziehung, die Sie da im Blick haben, entscheiden, ist es eine 1:1, eine 1:n, eine n:1 oder eine n:m Beziehung. Dann müssen Sie das referenzierte Entity entsprechend als Attribut deklarieren, entweder als skalares Entity oder als Collection-Typ, zum Beispiel als List von Entities. Und dann annotieren Sie das mit dem entsprechenden One-to-One, One-to-Many, Many-to-One oder Many-to-Many Tag. Und das ist es dann im Prinzip auch.